Hallo Leute, heute will ich euch mal den Adapter zeigen, den ich mir gebaut habe für die Oberfräse. Das ist quasi ein Adapter, damit man auf der Führungsschiene die Oberfräse führen kann. Den Bau zu dem Adapter, den verlinke ich euch oben rechts. Und heute wäre es quasi so, dass ich mal das probieren will, wie gut dass diese Feineinstellung ist, die ich mir da mit dieser M8er Schraube gebaut habe. Und dafür habe ich mir jetzt hier eine MDF-Platte aufgespannt und habe mir dafür so eine Siebdruckplatte, so ein Stück abgeschnitten und habe mir das alles aufgeschrieben. Das sieht man jetzt hier. Also die Siebdruckplatte hat eine Breite von 9,4 mm und das Ganze will ich so ungefähr 5 mm tief einlassen, damit ich dann quasi diese Siebdruckplatte in das MDF 5 mm tief einlassen kann. So wie wenn man jetzt zum Beispiel einen Regalboden einlassen würde in dieses MDF. Und da die Breite ja jetzt hier 9,4 mm beträgt, habe ich jetzt hier in die Oberfräse einen 8 mm Nutfräser eingebaut und würde dann auf der linken Seite anfangen zu fräsen, die 8 mm, und die restlichen 1,4 mm, die sich ja da dann ergeben, die würde ich dann mit der Feineinstellung nach rechts verschieben, bis ich auf die rechte Linie komme zu den besagten 9,4 mm. Und das habe ich mir jetzt dann nochmal so auf den Adapter draufgeschrieben. Da gehe ich mal auf die andere Seite. Da habe ich jetzt da draufgeschrieben 0,2 mm. Und das ist ja eine Sechskantmutter. Das heißt, wenn ich von Kante zu Kante von der Mutter drehe, also von der einen Kante zur nächsten Kante, dann entspricht es den besagten 0,2 mm. Das heißt, wenn ich jetzt hier diese 1,4 mm noch nachstellen muss, damit ich auf die 9,4 komme, dann müsste ich jetzt 7 solche Kanten von dem Sechskant drehen und dann hätte ich quasi diese 1,4 mm dann. Und dann sehe ich ja, dass wirklich beim ersten Mal 0,2 mm sind und dann kann ich ja dementsprechend das verändern. So, jetzt habe ich mir soweit alles eingerichtet und habe auch die Frästiefe von den 5 mm eingestellt. Dafür habe ich einen Bohrer genommen. Wenn jemand das genauer wissen will, wie das funktioniert, da habe ich so ein Grundlagenvideo gemacht. Das verlinke ich oben auf der rechten Seite. Und dann würde ich den Revolver erstmal eins weiter nach rechts drehen und fräse erstmal vor und dann am Schluss nehme ich die nächste Stufe und fräse die kompletten 5 mm. Jetzt muss ich nur noch meine Maske aufhocken, weil das MDF, das staubt ganz schön nach. Also das ist schon zu empfehlen, eine Maske zu verwenden, vor allem bei MDF, weil das ist so feinfaserig, da fliegt alles in der Luft. So, jetzt habe ich hier die Nut gefräst in 2 Stufen und bin jetzt da auf die 5 mm Tiefe gekommen. Und jetzt fehlen eben dann noch die besagten 1,4 mm auf der rechten Seite. Und jetzt ist es so, mit der Feineinstellung, da muss ich dann, wenn ich das richtig verstehe, muss ich an der Verstellung mit dem 13er Schlüssel schrauben, damit diese Oberfräse nach rechts geht. Und dann, dass ich auf die rechte Seite komme, um die restlichen 1,4 mm zu fräsen. Und um das zu kontrollieren, werde ich jetzt erstmal die Nut messen, was er hat, und dann erstmal von einer Kante zur nächsten Kante rauswärts drehen, um zu kontrollieren, ob das wirklich 0,2 mm sind von Sechskant Mutterkante zur der nächsten Kante. Jetzt nehme ich mal den Messschieber. Jetzt habe ich hier ein Maß von 7,9. Also die Nut mit einem 8er Fräser habe ich jetzt 7,9. Wenn ich jetzt da eine Verstellung mache von 0,2 mm, dann wäre ich jetzt da bei 8,1. Das heißt, das werde ich jetzt mal machen, dass ich nur eine Verstellung mache von einer Kante zur nächsten Kante. Und dafür nehme ich den 13er Schlüssel. Und was ich noch sagen muss, ich habe mir das auch markiert auf der Mutter, wo jetzt die erste Position war.
Und jetzt verdrehe ich mal auf die nächste Kante. Und dann werde ich jetzt nochmal fräsen. So, jetzt schaue ich mal, was ich habe. Ich habe jetzt da 8,1. Also das ist schon genauso, wie man es eigentlich wollte. Also wir haben ja vorher 7,9 gehabt und jetzt haben wir 8,1. Das heißt, das sind wirklich die 2 Zehntel. Das ist schon sehr gut. Was ich jetzt aber noch machen kann, ich werde jetzt den restlichen Weg komplett einstellen. Das heißt, das wären jetzt in dem Fall eine komplette Umdrehung, bis ich meine Markierung wieder habe am Sechskant und dann noch eine Kante weiter drehen. Dann habe ich genau von den 8 mm plus die 1,4 komme ich dann auf diese 9,4 mm Nutbreite. Und das heißt, wenn ich es jetzt komplett verstelle und es passt, dann ist es wirklich in den einzelnen Schritten wahrscheinlich auch noch relativ genau. So, jetzt habe ich genau eine Umdrehung. Das wären dann 1,2 mm. Das ist nämlich genau die Steigung von einem M8 Gewinde. Und dann mache ich jetzt noch eine Kante weiter. Dann habe ich genau diese 1,4 mm. So. Und da mache ich es auch so, dass ich erst einmal eine kleine Stufe vorfräse und dann die komplette 5 mm nach unten fräse. So, jetzt bin ich gespannt, was es für ein Maß hat. Ich habe jetzt hier ein Maß von 9,35, also fast 9,4. Das heißt, ein bisschen ungenau ist es, aber nicht, also es ist nicht viel. Das sind 5 Hundertstel, was da jetzt quasi fehlen. Und ich finde 5 Hundertstel für die selbstgebaute Vorrichtung, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Also da bin ich auf jeden Fall zufrieden mit der Präzision von diesem Adapter. Was ich jetzt noch abschließend machen kann, ich kann jetzt nochmal das alles abbauen und dann den Streifen nehmen und schauen, ob der reingeht. Das mache ich jetzt mal kurz. So, jetzt habe ich alles abgebaut. Jetzt schaue ich mal, ob dieser Multiplex-Streifen mit den 9,4 mm da in die Nut reinpasst. Es wird wahrscheinlich etwas stramm sein. Ja, doch, es geht. Also es funktioniert. Das ist halt, wie heißt es so schön, saugend. Es ist etwas stramm. Aber man sieht ja auch, ich kann es jetzt loslassen und der Streifen, also der fällt nicht nach unten. Also in diesem Fall würde ich wahrscheinlich nochmal so eine halbe Sechskantmutter weiter rausdrehen, damit ich ein bisschen mehr Spaltmaß habe. Aber ich kann es jetzt reinschieben. Das ist halt dann fast wie eine Presspassung. Ja, das ist sehr stramm. Aber normal sollte man das nicht so machen, außer man hat halt speziell eine Konstruktion, wo man das so machen will, auf Presspassung, weil was man halt auch noch braucht, weil meistens wird es ja verleimt und dann braucht man auch ein wenig Spaltmaß, dass auch der Leim Platz dazwischen hat für die Klebeverbindung. Aber man kann da schon sehr genau arbeiten mit dieser Vorrichtung für die Oberfräse. Das wäre es eigentlich zu diesem Adapter und ich bin mit dem Ergebnis auf jeden Fall zufrieden.